So, also Leute, heute geht es ums Thema Ladetag oder auch Schlemmertag genannt, Fresstag, Refeed-Tag, Hardcore-Fresstag, Schummeltag, ich fress mir heute die Seele auf den Leib-Tag, so wie ich es eben mal nenne oder mache. Ich nenne es auch gerne Stoffwechsel-Push-Tag. Das klingt vielleicht noch am schönsten, ja. Und das beschreibt es aber auch schon ganz gut. Wir nehmen an, wir sind in der Defi-Phase, sind wir ja auch momentan auch, ne? Also ich zumindest, haben also die ganze Zeit ein Kaloriendefizit. So, was bewirkt dieses Kaloriendefizit? Klar, Stoffwechsel wird runtergefahren, denn du nimmst weniger Energie zu dir. So, der Körper checkt direkt, alles klar, ich habe weniger Energie als sonst, ich muss jetzt weniger krass verbrauchen. Der Körper will nie was hergeben, okay? Der Körper will mal grundsätzlich kein Fett hergeben, ja? Merkt euch das. Ihr könnt euch halt mit so einer Diät euren Stoffwechsel richtig ruinieren, ja? So, dass ihr quasi dann vorher konntet ihr schön mit 2500 Kalorien euer Gewicht halten, ja? Und nach der Diät, wie sieht's aus? Plötzlich habt ihr so einen heruntergewirtschafteten Stoffwechsel, dass ihr plötzlich euer Gewicht nur noch mit 1500 Kalorien halten könnt oder so. Wie scheiße ist das denn, ja? Also das wollen wir wirklich vermeiden, ja? Das ist ja ätzend, hast ja keinen Spaß mehr im Leben. Und um das zu vermeiden, machen wir einen Ladetag. Einmal die Woche am besten. Ja, ihr könnt auch 2 kleinere Ladetage machen, ja, also das Ausdehnen auf 2 Tage, wenn ihr an einem Tag nicht ganz so krass reinhaut, ja, das geht auch. Komme ich gleich zu. Ja, woran liegt das denn? Was hat denn, warum? Das hat alles was mit dem Hormon Leptin zu tun, ja, ich erkläre euch das ganz kurz. Das wird in den Fettzellen gebildet und signalisiert dem Körper, wir haben genug Energie, ja, alles klar, du brauchst nichts zu sparen, du kannst arbeiten, wunderbar. Je weniger Fettzellen du hast und je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto niedriger ist der Leptinhaushalt, ja. So, dementsprechend wird dem Körper signalisiert, ey, wir haben nicht mehr genug, ja, da fehlt uns ein bisschen. Niedrige Leptin-Level, mach du mal langsam jetzt, ja, bunker du mal lieber, ja. Dementsprechend haben wir einen niedrigeren Fettverbrauch, niedrigeren Stoffwechsel, das ist natürlich scheiße, nicht förderlich in der Diät. Und so ein Ladetag, ja, der eben vorwiegend aus kohlenhydratreichen Dingen bestehen soll, weil der Leptinhaushalt steht im Zusammenhang mit dem Glukosespiegel, ja, also der reagiert eben auf Kohlenhydrate, ja. Fett und Protein hat eigentlich keinen Einfluss auf den Leptin, auf das Ausschütten von Leptin, deswegen sollte man sich auch an dem Ladetag an Kohlenhydrate halten. Und deswegen machen wir eben diesen Ladetag, um das eben wieder die Leptinlevel zu steigern, sodass wir an den Tagen nach dem Ladetag wieder richtig schön einen hohen Stoffwechsel haben, ja, wieder ordentlich Fett verbrennen. Das gibt eigentlich nochmal eurer Diät, ja, eurer Defi-Phase oder was auch immer, den letzten Kick, ja, den letzten Schliff, ja, ist eigentlich ganz wichtig. Sollte man gar nicht auslassen, ja. Es wäre natürlich am besten, wenn ihr einen kontrollierten Refeed-Tag macht, ja, der auch wirklich sinnvoll ist, ja. Wo ihr also wirklich darauf achtet, das Fett niedrig zu halten, Protein braucht ihr nicht viel zu euch zu nehmen. Ist ja immer so eine Sache, viel Kohlenhydrate und viel Fett, die Kombination ist nie optimal, ja. Wird sehr gerne dann alles schnell als Fett eingelagert. Deswegen Fettkonsum schön niedrig halten. Wie viele Kalorien sollte man jetzt zu sich nehmen? Auf jeden Fall mehr, als du brauchst, um dein Gewicht zu halten. Also höher als dein Grundbedarf sollte es schon sein. Aber du solltest schon darauf achten, dass du jetzt dein Wochendefizit nicht zunichte machst. Ja, also das, was du die ganze Woche eingespart hast, jetzt nicht an einem Tag die wieder reinpfeifen, aber in der Regel ist das auch ziemlich unmöglich. Also ca. 20-50% Kalorien mehr, ja, als vorher. Es kommt halt auch darauf an, wie hoch dein Defizit unter der Woche ist. Ja? Je höher das ist, also je weniger Kalorien du zu dir nimmst, desto mehr solltest du an deinem Refeed-Tag dann auch essen. Ja? Damit das auch alles schön Sinn macht. Wie gesagt, ihr könnt auch 2 Refeed-Tage machen, ja, also quasi 2 hintereinander, wo ihr dann, ja, keine Ahnung, jetzt nicht so ganz krass abgeht, ja, sondern nur leicht euren Grundbedarf übersteigt, ja, geht auch, wie ihr wollt. Also ich mache ja lieber so einen Tag, ganz krass, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich das 2 Tage mache, jo, dann bin ich wieder so raus aus meiner Diät, weißt du, man ist da so schön drin dann irgendwie unter der Woche, man hat es dann geschafft, ist dann drin und dann hast du dann plötzlich wieder 2 Tage, wo du irgendwie dir alles Mögliche gönnst und wieder dich satt essen kannst, bist du ganz schnell wieder raus aus diesem Modus und es fällt dir wieder umso schwerer, da reinzukommen, ja.
Das ist auch so ein Ding, ja. Also das kann bei manchen, also so ein Ladetag kann bei manchen den Effekt haben, dass man umso motivierter wieder in die Woche startet, ja, und wieder super durchhält. Bei den anderen kann es natürlich auch dafür sorgen, dass die gerade so schön drin waren, jetzt sind sie wieder draußen, jetzt fällt es ihnen umso schwieriger, da wieder reinzukommen, ja. Gerade wenn du halt keinen kontrollierten Refeed machst, ja, und der nicht so sauber ist, ja, und du einfach so einen Fresstag draus machst, das geht natürlich auch, ja, so ein Tag, wo du sagst, ich fresse jetzt einfach alles, ob hier jetzt Burger, Schokolade, Süßigkeiten, egal, erfüllt auch seinen Sinn, ja, also Blutglukosespiegel ist auf jeden Fall gesteigert, Leptinhaushalt wird alles wieder gesteigert, klar, aber da musst du halt gucken, wenn du da eben erstens den hohen Fettanteil hast, ja, könnte das kritisch sein, würde ich ein bisschen drauf gucken. Und die Geschmacksnerven sind natürlich wieder jetzt, die haben wieder was anderes kennengelernt, ja, wo sie doch die ganze Woche so verzichtet haben auf alles, sich schon daran gewöhnt haben. Ja, dann könnte es also schwierig sein für manch einen da jetzt wieder zu starten, ja. Aber gut, ich ziehe nur Positives daraus. Ich kann dann umso besser wieder starten und vor allem man hat ja auch mehr Power an den nächsten Tagen, ja, die Glykogenspeicher sind wieder aufgefüllt, was natürlich gerade für solche, die Low-Carb-Diäten machen, umso wichtiger ist, ne? Weil wenn du Low-Carb machst, hast du ja überhaupt keine Energie, ja? Das zeigt sich dann natürlich auch im Training, ja? Und je aufgefüllter die Glykogenspeicher sind, desto besser kannst du natürlich auch wieder trainieren, ja? Also ich würde sowieso generell den Ladetag auf einen freien Tag legen, weil es macht eigentlich erstens, ja, einfach mehr Spaß, wenn du sowieso deinen Pausetag hast und sagst, ey, heute mache ich mal gar nichts, heute esse ich mich einfach nur satt, ja. Zweitens, wenn du halt so einen Cheat Day, nenne ich es dann lieber, machst, wo du den ganzen Tag einfach nur frisst, worauf du Bock hast, Schokolade, Chips und weiß ich nicht, das sind natürlich nicht die optimalen Energiequellen, um dir eine super Trainingsform zu verpassen, ja. Das Training wäre dann wahrscheinlich auch um 20% weniger effektiv, als es sein könnte, wenn du dich besser ernährt hättest, ne? Deswegen, ja, also an deinem Rest Day, an deinem Pausetag schön laden, weißt du, schön isst du dich satt und am besten hast du am nächsten Tag deinen Booty Day, ja, weil dann hast du richtig Power am nächsten Tag, bist du richtig schön gut gefüllt mit Glykogen, kannst richtig gut reinhauen, ist für mich das beste Timing für so einen Ladetag. Ja, und ist klar, es tut halt auch der Psyche gut, ne? Wenn du eine ganze Woche lang verzichtest, ja, oh Mann, dann erstens, du hast eine Aussicht, ja, und weißt, okay, ich kann mir am Wochenende wieder was gönnen. Zweitens, tut einfach der Seele gut, ja, gehst weg mit deinen Freundinnen, gehst was essen oder mit deinem Mann oder was, ne, oder deinem Freund, ja, tut der Seele gut, ja, bist du wieder mal ein Mensch und es kann weitergehen. Ne? Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache so einen Mix aus kontrolliert und unkontrolliertem Ladetag. Ja, weil ich bin einfach nicht der Fan davon, schon direkt morgens zu starten mit irgendwie, keine Ahnung, mit irgendeinem Scheiß, ja. Also wenn ich mir morgens schon irgend sowas Ekelhaftes gebe, jetzt Kuchen oder eine Schokolade oder einen Burger oder Pommes oder so, ich weiß nicht, dann ist mein Tag irgendwie schon gelaufen. Ich fühle mich dann, also ich fühle mich einfach durch so einen Scheißfraß halt auch scheiße, ja, dann habe ich weniger Energie. Ich weiß nicht, ich esse sowas lieber abends, wenn der Tag eh gelaufen ist und ich vor der Glotze hänge, ne, und eh nichts mehr mache. Dann ist schön meine Schokolade, mein Vego am liebsten, ja. Oder, keine Ahnung, ein paar Brötchen mit Zuckerrübensirup oder was, ne. Das finde ich ziemlich geil. Oder geh schön essen oder Sushi-Buffet ordentlich plündern, ne. Ja, keine Ahnung, das ist so mein Ding. Also ich fange den Tag eigentlich ganz gut an, ja. Oder mit einem großen Müsli oder so, ja. Also so kohlenhydratreich natürlich, fettarm. Aber auch ein Mix aus gesund und ungesund, ja. Aber ich gönne mir auf jeden Fall Dinge, die ich mir sonst nicht gönnen würde, ja. Ich mache es nach Lust und Laune eigentlich. Ich merke das auch selber, also ich habe das schon so viel mit rum experimentiert. Ladetage weggelassen, ja. Mal mehr Ladetage gemacht, mal seltener, mal öfter. Also für mich hat sich da echt rausgestellt, ein Ladetag pro Woche, optimal, ja. Ohne Ladetag absolut weniger Fortschritt als mit, muss ich ganz ehrlich sagen, eindeutig. So viel dazu, Leute. Ich hoffe, das konnte euch ein bisschen was bringen. Wie gesagt, natürlich immer alles selbst austesten, was für euch am besten ist, ja. Und dann wünsche ich mal einen guten Appetit, okay? Ciao!